Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe heute eine Follow-up-Folge mit, und zwar zur Software-Test-Umfrage 2024. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, dass letztes Jahr Karin Vosseberg bei mir war und eifrig geworben hat um die Teilnahme an der Umfrage. Ja, und jetzt ist die Umfrage abgeschlossen, die ersten Auswertungen liegen vor und Karin Vosseberg und Frank Simon besprechen mit uns die ersten Ergebnisse, welche Highlights es gab und welche zum Teil ungewöhnlichen Ergebnisse rausgekommen sind. Und weil wir gerade beim Thema Umfrage sind, ich freue mich natürlich auch immer über Feedback zum Podcast. Wen möchtet ihr gerne mal hier in der Show haben? Welche Themen möchtet ihr mehr behandelt haben? Was findet ihr gut und was findet ihr weniger gut und was könnte ich weiter verbessern? Ich freue mich auf euer Feedback an podcast@software-testing.fm. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Karin, hallo Frank, schön, dass ihr da seid. Schön, Richard, dass wir dich sehen und hören. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, sehr schön. Ein paar Startschwierigkeiten haben wir jetzt gehabt technisch, aber wir wären ja keine guten Tester, wenn wir das nicht in den Griff kriegen würden. Ne? Genau. Ja, schön. Es soll ja heute um das Thema der Software-Test-Umfrage 2024 gehen. Wir hatten letztes Jahr dazu schon mal eine Folge aufgenommen, wo es mal um den Startschuss ging, wo dann auch die Umfrage losging. Und heute gibt es ja schon die ersten Ergebnisse. Und da wollen wir mal mit reinschauen. Aber vielleicht für die, die die erste Folge noch nicht gehört haben, was ist denn so der Rahmen? Was ist die Software-Test-Umfrage denn eigentlich? Als German Testing Board sind wir die Mitinitiatoren seit einigen Jahren. Wir versuchen herauszukriegen, was ist der Status quo des Testens, wo stehen die Herausforderungen für die Zukunft und an welchen Stellen nehmen wir auch irgendwelche Änderungen wahr. Deswegen machen wir die Software-Test-Umfrage jetzt schon zum 4. Mal. Es hat sie 2011 gegeben, es hat sie 2016, 2020 gegeben und unsere neueste Edition ist für 2024. Und damit wir das mit einem entsprechenden professionellen Background machen, holen wir uns immer wissenschaftlichen Beistand. Und deswegen, Karin. Genau, 2011 haben wir die erste gestartet, das hat Frank ja schon gesagt, und dann 2015, 16, 2020, 2024. Das ist immer wieder spannend zu sehen, was hat sich verändert oder was ist auch gleich geblieben, wo sind auch Sachen, wo wir sagen, da hätte sich eigentlich was verändern können, hat es aber nicht getan. Finde ich immer wieder spannend, in die Zahlen reinzuschauen. Und mittlerweile haben wir da fast 15 Jahre, also wenn man immer so denkt, guckt ja auch in die Vergangenheit hinein, also fast 15 Jahre, die wir jetzt betrachten können und schauen können, was ist eigentlich in der Zeit passiert. Mhm. Ja, also ich finde, es ist ja schon mal auch spannend, also dass ihr das ja quasi dann auch wirklich auf einer guten Auswertung basiert, ne? Also dass es ja auch ein bisschen ein wissenschaftlicher Zugang ist, die Daten einfach auszuwerten und nicht nur jetzt quasi die LinkedIn-Umfrage zu irgendeinem Thema oder so, sondern wirklich auch ein, sagen wir, fundiertes Material liefert, ne? Also vielleicht, was es auch geben wird und auch jeweils gibt, sind wenigstens 3 Ergebnistypen. Das eine ist so dieser typische Management-Abstract, wo man für den üblichen Manager, der nach 4 Seiten ja schon nicht mehr liest, so die Highlights berichtet. Dann gibt es üblicherweise so etwas wie eine Broschüre. Auch die wird jetzt die nächsten 1-2 Wochen auf der Software-Test-Umfrage bereitgestellt. Und dann gibt es, und das ist das besonders Spannende, einen kompletten Technical Report über mehrere 100 Seiten, wo man wirklich alles mit allem korreliert, wo man die Nullhypothesen, die man vorher aufgesetzt hat, überprüft. Von daher sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Und das noch zu deiner statistischen Auswertung. Es sind auch wieder 2024 haben wir über 800 Teilnehmer. Das ist also schon eine gewisse statistische Größe, mit der man arbeiten kann. Ja, Karin, du hast gerade noch angesetzt. Ja, klar. Also ich sehe auch, dadurch, dass wir schon eine nennenswerte Anzahl von Teilnehmenden haben, ist das schon nicht so schlecht. Nichtsdestotrotz ist es an manchen Stellen
gestaltet sich das schon ein bisschen schwierig, in die Tiefe reinzugehen, weil bei den vielen Fragen und den Korrelationen dazu und den verschiedenen Kategorien, die wir noch haben, die Anzahl der Antworten dann doch manchmal wenige sind, so dass ich an manchen Stellen sage, wir können Trends sehen, aber insgesamt bin ich zufrieden auch in diesem Jahr wieder mit den Ergebnissen und auch mit der Teilnahme. Sehr schön. Das heißt, wir werden dann 2028 auf jeden Fall noch mehr die Werbetrommel rühren, damit noch mehr Teilnehmer mitmachen, falls es dann eine gibt. Das können wir erkennen. Ja. Seit 2011 ist die Anzahl der Teilnehmenden runtergegangen. Also das kann man erkennen und das hat ganz bestimmt auch damit zu tun, gerade dass im Augenblick ziemlich viel los ist, es viele Umfragen gibt. Und wir haben mit anderen gesprochen, wir hatten ja auf dem Heise-Ticker und die sagen, wir können eigentlich total zufrieden sein über die Anzahl, die geantwortet haben, wenn sie so ihre eigenen Umfragen anschauen. Also da ist das mit den 800 Rückläufen schon eigentlich ziemlich gut. Ja, ja. Was, wenn man jetzt mal, das heißt 800 Teilnehmer, wo kommen denn die her? Was habt ihr denn da so für eine Demografie dahinter, auch im Sinne von vielleicht Branchen oder Seniorität? Eine gute Coverage über alles. Es gibt jetzt keinen Schwerpunkt. Das steht dann auch in den jeweils Detailanalysen. Man wird jetzt aber nicht sagen können, wow, das sind jetzt wirklich nur öffentlicher Dienst oder nur Versicherungen. Das ist nicht so. Es ist eine gute Streuung, was die Branchen angeht. Es ist auch eine gute Streuung, was die Größe der Unternehmen angeht. Das heißt, natürlich haben wir einige aus wirklich großen mit mehr als 1000 Menschen, aber wir haben auch durchaus in kleineren Unternehmen mit 10, 20 Mitarbeitern, das lässt sich hier dann jeweils ankreuzen. Auch dort haben wir jeweils Teilnehmer. Und auch von der Streuung der Branchen ist das so auch in dem Vergleich, was so die Bitkom sagt, wo haben wir eigentlich die Schwerpunkte? Und das ist im Finanzbereich, im öffentlichen Dienst, Automotive. Und dann haben wir schon auch in den anderen Bereichen Antworten, aber da wird's dann eher weniger. Das sind so die 3 Hauptgrößen. Und das ist schon auch ähnlich in den vergangenen Jahren gewesen. Also spannender ist vielleicht, ich springe einfach mal in ein Thema rein, damit wir nicht so, wir haben 3 Fragebögen, muss man gerechterweise sagen. Ja, wir haben einmal einen Fragebogen für die Manager, der ein bisschen eingedampft ist, der Manager aus dem Bereich der Qualitätssicherung. Und dann haben wir den sogenannten operativ Tätigen und wir haben den Forscher. Und um ein wunderbares Beispiel zu geben, dass wir auch diese Unterschiedlichkeit auswerten, wir haben die Menschen natürlich auch gefragt, delegiert ihr die Aufgaben des Testens? Ja, also üblicherweise Managed Service, was auch immer. Und da hat jetzt jede Gruppe ihre eigene Zahl. Und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, dass der typische Manager sagt, natürlich, eigentlich möchte ich alles auslagern, eigentlich möchte ich ganz, ganz wenig im eigenen Unternehmen belassen. Das ist diese typische, du sourcest alles aus, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Die operativ Tätigen sind dann aber ein bisschen genauer und jetzt kann man dann reinschauen, was ist das, was der operativ Tätige am ehesten outsourced? Das sind die technischen Sachen. Ja, das ist eine Testautomatisierung, da gibt es eine höhere Zustimmungsquote bei den operativ Tätigen, wohingegen bei Architekturmanagement, bei Security Management, bei den eher weicheren Disziplinen, da sagt der operativ Tätige, da stehe ich dem Thema der Delegation an Externe eher kritisch gegenüber. Auch diese Unterscheidung macht dann jeweils Spaß zu sehen. Ja, ja. Macht natürlich auch ein spannendes Bild, dann auch auf die verschiedenen Rollen zu schauen. Was waren denn für euch so mal, dass wir mal so ein paar Highlights auch haben? Was sind denn so Sachen, wo ihr denkt, was vielleicht unerwartet war oder wo eine Entwicklung vielleicht auch ein bisschen anders war als geplant oder bestätigend? Jetzt könnten mit Karin die eine Good Guy, Bad Guy. Ne? Also ich würde jetzt mal, damit wir den Themenbereich schon mal so aufspannen, der spannende Bereich, wir haben natürlich 2024 erstmalig, muss man gerechterweise auch sagen, das Thema KI mit herangezogen. Ja, die Frage, was haben wir denn bereits in der KI? Und dann kann ich schon mal so viel spoilern, dass 1/3 der Teilnehmer nutzen heute bei unseren befragten Menschen bereits KI für Codierung und dessen Qualitätssicherung. Das ist ja mal eine Hausnummer, wenn man mal überlegt, dass vor 2,5 Jahren, glaube ich, ungefähr ChatGPT das erste Mal das Licht der Welt erblickt hat und heute, 2,5 Jahre später, wir bereits bei über 33% sind. Auf deine Frage, Richie, das fand ich spannend. Das war... Ja.
nochmal dazu. Ich fand gerade bei Codierung, also bei der Programmierung selber, waren sogar fast 50%, die sagen, also bei den operativ Tätigen, dass sie schon KI einsetzen oder in naher Zukunft einsetzen. Also fast die Hälfte sehen das in ihren aktuellen Projekten für die Codierung. Für die Aufgaben im Testen deutlich weniger. Ja, es ist tatsächlich, je techniklastiger eine Tätigkeit, desto mehr traut man der KI. Also das heißt, diese überall präsente, die Zeit des Entwicklers ist vorbei. Tatsächlich in der Codierung hat man die größte Anzahl von KI, bei der Automatisierung. Aber wenn es dann um Designentscheidungen, Projektmanagement oder Testmanagement, den eher menschlichen Faktoren, dann nehmen die Zahlen der KI signifikant ab. Deutlich. Und das ist ja auch wichtig jetzt für die Zuhörer, ja, also gerade jüngere Zuhörer. Sollte ich heute noch in das reinrassige Entwickeln investieren? Ich würde erwarten, das wird dünn, ja. Wenn ich mich aber dann fokussiere auf, naja, ich bin der der Architekt, der die Komponenten zusammenspielen lässt, der mit unterschiedlichen Menschen versucht, Schnittstellen zu verständigen, da würde ich sagen, in diese Richtung ist es richtig. Das andere hast du einen großen Mitbewerber und der heißt Copilot. Und dann kann ich natürlich den Bad Guy spielen und sagen, was werden da für Systeme entstehen, Ja. die selber nicht mehr verstehen, die irgendeine KI erzeugt haben. Und für unsere Studierenden, wie werde ich ein Architekt, wenn ich selber nicht mal die einfachen Aufgaben mal irgendwann gemacht habe, sondern das immer durch Copilot ablaufen lassen. Ja, also Das waren die Positiven, aber wir hatten auch noch mal ein richtiges Lowlight, Richie, weil du danach gefragt hast. Und das ist etwas, was wir die letzten Jahre beobachten. Und das ist das eigentlich echt schon etablierte Geschäft der Testautomatisierung. Nur um mal eine dramatische Zahl zu, und das ist da 12% der Teilnehmer geben immer noch an, den Regressionstest überhaupt nicht zu automatisieren. Wohlgemerkt den Regressionstest. Ja, und gerade der Bereich der Automatisierung, die Karin, der drängt ja schon, Karin, gleich kommt dein Solo, ja, da bewegt sich seit Jahren eigentlich nichts. Und das ist etwas, das finden wir traurig und wir wissen noch nicht richtig, woran es liegt. Also insgesamt in der Testautomatisierung sehen wir von 2011 bis 2020 schon einen Anstieg und seit 2020 stagniert es eher, bleibt in den vorderen Teststufen, also in den unteren Teststufen. Und eigentlich diskutieren wir auf Tagungen in den Unternehmen ganz viel über End-to-End-Test, Automatisierung. Da sehen wir irgendwie, dass ganz, ganz wenig passiert. Also die Zahlen geben das überhaupt nicht her. Und Frank hat es eben gesagt, für den Regressionstest noch dramatischer finde ich, dass ein Viertel sagen, dass sie den Last- und Performance-Test nicht automatisieren. Das ist ein Genuss, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein Last- und Performance-Test manuell. Das ist beeindruckend. Ja, ich bin mir eben nicht sicher, woran das liegt, dass Sie das sagen. Manchmal denke ich, wenn ich in einem agilen Projekt sitze und ich habe meine CI/CD-Pipeline, dann ist für viele das Thema Last und Performance nicht in ihrer täglichen CI/CD-Pipeline drin, sondern das wird in übergeordneten Gruppen gemacht. Das ist nochmal ein übergeordnetes Thema. Das sehen die oft gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass sie an der Stelle vielleicht auch sagen, weiß ich gar nicht, also sage ich mal 0%. Das hoffe ich, weil ich kann mir einen Last- und Performance-Test, der nicht automatisiert ist, überhaupt nicht vorstellen. Ja, muss man ganz schnell klicken. Ne? Wie sieht es denn mit den anderen Qualitätsmerkmalen aus, wenn ihr schon Last und Performance, so in Richtung Security, Usability, habt ihr da auch gefragt? Also genau, da sind eigentlich 2 Fragen besonders spannend. Wie effektiv hält man den Sicherheitstest und den Last- und Stresstest? Wie positiv erachtet man den als Tester? Und was meinen am Ende die Kunden dazu? Und das ist leider gerade im Sicherheits- und Performance-Test haben wir die größte Diskrepanz. Das heißt, man glaubt, gut zu sein, weiß aber gleichzeitig auch, dass die Kunden am Ende sehr wohl Sicherheitsprobleme haben. Auch dort, da ist eine offensichtliche Diskrepanz, da muss eine Bridge drüber gebaut werden, sonst ist das unhaltbar für einen Tester. Ja? Der sagt, ja, ist alles gut, aber am Ende leiden trotzdem die Systeme. Das ist ungewöhnlich. Also ich glaube, da wird man auch in Zukunft noch ein bisschen schulen müssen. Der Sicherheitstest ist in Summe einer der
dünnst angegebenen Test, auch wenn wir bei den Testverfahren hinterfragen. Nur mal mit meiner Hausnummer, wir suchen ja tatsächlich die Ursache. Der klassische Whitebox-Test. 12% der Leute geben an, dass sie nicht wissen, was das ist. Und an der Stelle, ich meine, der Security-Test, der ist an vielen Stellen hinreichend technisch. Ja, wer den Whitebox-Test nicht kennt als Artefakt, der hat mit einem echten Sicherheitstest vermutlich auch ganz wenig am Hut. Und das geht ja so weiter. Das ist das, was wir auch 2020 schon festgestellt haben. Trotz aller Automatisierung, das hat ja Karin gesagt, ich glaube, eine gewisse Grundkompetenz sollte man haben. Wenn wir dann aber hören, dass die Grenzwertanalyse oder die Äquivalenzanalyse immer noch bei knapp 40% rumdümpelt, dann sage ich, das ist schade, ja, weil das ist echt, aus meiner Sicht ist, bis auf ein relativ komplexer Begriff, ist das eigentlich das Intuitivste, was es gibt. Wir sehen dort aber keinen Progress. Und das ist bedauerlich. Ich gebe denen immerhin, das hat ja Karin gesagt, immer mehr Werkzeuge. Jetzt können sie alles mit KI machen. Wer aber mit KI arbeitet und nicht weiß, was Whitebox ist, nicht weiß, was eine Äquivalenzklasse ist, wie soll ich bewerten, dass das, was die KI mir generiert, einigermaßen sinnvoll ist? Das wird schwierig. Aber mein Eindruck ist, also auch wenn man so die Diskussion sich anschaut, dann wird ganz viel über Testautomatisierung und viel Automatisierung und geredet und ganz wenig darüber noch, wie grenze ich eigentlich meine Testfälle, die ich automatisieren möchte, ein. Also über Testverfahren. Also das sehen wir wirklich über die Jahre. Das hat also es hat von 2011 abgenommen bis 2020. Wir sind jetzt wieder auf dem Niveau von 2015, 16 in den Zahlen. Das kann ein bisschen an dem Bias in 2020 gelegen haben. Aber man steht davor, wir haben über 20 Jahre ISTQB, GTB, ATB, STB. Wir haben so viele Zertifizierungskurse, gerade in diesem Certified Tester Level. Und wenn wir dann die Testverfahren nicht bekannt sind oder wenig genutzt werden, dann sind wir schon ein bisschen verwunderlich und auch so ein bisschen so eine Frage im Raum, was kann man tun? Und ich fürchte, also gerade beim Whitebox-Test, eigentlich liefern diese Informationen des Whiteboard, diese ganzen Abdeckungsgrade, liefern die Werkzeuge heute schon. Und wenn die dann sagen, sie kennen das nicht, dann finde ich das merkwürdig. Und das deutet darauf hin, dass es mit KI nicht besser wird. Und das kann man, diese Selbsterkenntnis, Karin, wir haben ja auch gefragt, was ist der akute Weiterbildungsbedarf? Und genau dazu bin ich ja wenigstens froh, dass die Leute wissen, dass sie nicht alles wissen. Ja, ich gebe mal eine Zahl wieder. 66% der Operativtätigen geben einen erhöhten Weiterbildungsbedarf in der IT-Security an. Immerhin, ja. Das heißt auch, diese ganzen Werkzeuge, die machen mir ganz, ganz wilde Sachen, aber sie sagen von sich aus, da muss ich erst noch mal ein bisschen Substanz lernen, bevor ich wirklich einschätzen kann, was da richtig und was da gut ist. Mhm. Und immerhin 1/3 sagen auch noch, dass sie es im Last- und Performance-Test brauchen. Ja gut, da ist dann auf jeden Fall noch ein bisschen Bedarf da, aber es ist auch etwas, was sich mit meiner Realität irgendwo widerspiegelt, weil ich habe immer viel mit Testern zu tun, die ISTQB Certified Tester auch sind und in den Unternehmen arbeiten, aber wenn man dann so ein bisschen reinschaut, was so Testmethodik angeht und diese ganzen Verfahren wie Äquivalenzklasse oder Grenzwert, da wird es dann auch relativ schnell dünn, obwohl die Ausbildung eigentlich da ist, aber wir sagen, ja, nee, keine Zeit dafür oder es gibt halt irgendwelche Gründe, warum man das dann halt dies und jenes nicht macht. Ich habe da noch Ja, bitte. Man könnte ja die Technik jetzt, vielleicht sind es ja die falschen Werkzeuge. Ja, wir fragen ja auch nach Werkzeugen. Ja, und nur um auch diese Zahl mal zu nennen, ja, wie viel Prozent der Befragten geben an, dass sie ein Testmanagement-Werkzeug haben? Ne? Das ist bei knapp 50%. Und dann frage ich mich, du hast ja gefragt nach unterschiedlichen Qualitätscharakteristika, welche Teststufen, das, was ich ja üblicherweise, wo ein Tool mich ein wenig an die Hand nimmt, mit 50%, ich behaupte mal auch, ja, dass die anderen 50% halt Excel machen. Und das ist für ein Management einer dann doch so wichtigen Disziplin wie Qualität. Aber auch mit Excel kann ich Verfahren anwenden. Ja. Hat erstmal gar nichts miteinander zu tun, finde ich.
Ja, also bin bei dir, Karin. Also mit dem schönsten Testmanagement-Werkzeug kann ich immer noch Mumpitz machen. Ja, da bin ich ja bei dir. Aber wenn ich das verstehe, was ich machen soll, dann hilft mir ein Testmanagement-Werkzeug ja schon ein bisschen. Ne? Also ich glaube nicht, dass sie überflüssig sind, aber sie sind ganz sicher nicht hinreichend. Da bin ich ja bei dir. Jetzt habe ich noch eine Rückfrage zu den Whitebox, nämlich auch was so diese Rollen angeht. Was ich ja oft erlebe in Unternehmen, gerade in größeren, da wird noch sehr stark getrennt. Hier, das sind die Entwickler, die kümmern sich um ihr Zeug, und das sind die Tester, die machen eher das Obere. Und dass dann Tester natürlich jetzt nicht so wirklich Interesse hat an so einem Whitebox-Stick, das trennt man dann in Unternehmen manchmal gerne. Habt ihr da auch irgendwie in dieser Trennung reingefragt, wie sich das entwickelt? Wir fragen ja, nach welchen Vorgehensmodellen entwickelt man Software. Ja, und jetzt hätten wir natürlich erwartet, nach dem Siegeszug der letzten Jahre gibt die Mehrheit an, ganz klar, das ist agil mit den dahinterstehenden Rollen. Was wir aber dieses Jahr erstmals dabei hatten, und das war ganz spannend, wir haben nicht nur reinrassig gesagt, ist es agil, sondern auch hybrid. Und es ist erstaunlich, dass genauso viele sagen, sie sind agil wie hybrid. Und dieses Hybrid ist, ich werde jetzt mal ein bisschen böse, da können die Herrschaften sich nicht entscheiden. Ja, das heißt, ja, wir arbeiten agil, aber eigentlich alle Vorgaben, dann fragt man mal, wer trifft denn die Entscheidung? Chefe. Ja, total unagil. Das heißt, hybrid könnte man böse, und die Zahlen geben das punktuell schon her, sagt, eigentlich wollen wir so best auf beides. Die Manager wollen noch maximal diktatorisch reingrätschen, aber sagen, liebe Tester, ihr seid jetzt Teil eines agilen Teams. Das ist im Augenblick eine starke Inkonsistenz, und ich glaube, dass es dann in den jeweiligen Projekten durchaus Reibereien genau dazu gibt. Genau. Und wir haben ja auch nach den Rollen gefragt, und man sieht nach wie vor, die meisten ordnen sich den klassischen Rollen zu. Also wir hatten unter den Rollen auch sowas wie Mitglied im agilen Team oder Scrum Master oder Product Owner. Die sind wirklich unter 5%, die sich genauso zuordnen, sondern sie ordnen sich der Rolle Entwickelnde oder Testende zu, und eben nicht diese klassischen, die wir eher agile Rollen nennen. Das kann man deutlich sehen, und für die Broschüre haben wir auch nochmal geschaut, selbst wenn die sagen, ich bin jetzt agiles Mitglied im agilen Team, und wir schauen mal auf die Vorgehensmodelle, dann sieht man auch Mitglieder aus dem agilen Team in einem klassischen planorientierten Vorgehensmodell. Ne? Also und dann glaube ich eher, dass sie dann denken, ja, ich bin natürlich Mitglied in einem Team, ob das nun agil oder nicht, das ist eigentlich auch völlig egal. Also sie mischen wirklich ganz viel diese verschiedenen Praktiken, oder das, was wir nach Hybrid gefragt haben, hatte auch mit dem Grund, dass wir 2020 den Eindruck hatten, die sagen zwar alle, sie sind agil, aber wenn man da nach den Praktiken fragt, dann sind so diese entwicklungsnahen Praktiken ganz oben im Kurs. Aber alles das, was wir unter agil ziehen, wo es auch Veränderung des Mindset geht, wo es um Veränderung der Organisation, des Miteinander geht, sind sie alle weit unten. Ne? Also es ist immer unter 50%, dass man sowas wie Stand-up-Meetings oder als qualitätssichernde Maßnahme sieht. Ne? Oder sowas wie Collective Code Ownership oder Pair Programming oder Test-Driven Development, was wir sehr stark ja mit agil verbinden, ist unter 50%. Und jetzt kommt die spannende Aussage, dass unsere Analyse ja über einen Trend geht. Das ist, was die Karin gerade gesagt hat, testgetriebene Entwicklung, nur um diese Zahlenreihe, die mal zu belegen. Ja. 2016 geben 67% an, das anzuwenden. Das ist schon nicht schlecht. 4 Jahre später sind es 9% weniger. 58, und dieses Jahr sind es 10% weniger, 48. Das heißt, der Trend ist als jemanden, der die agilen Techniken durchaus präferiert, absolut die falsche Richtung. Und das ist kein Einzelfenomen. Die Karin hat ja gesagt, das geht hier flächendeckend aufs Pair-Programming, Collective Code Ownership, ja. Und ich nenne das einfach Hybrid, ja. Also ich möchte mich Pair-Programming, ich muss ja doppelten Aufwand, das geht ja gar nicht. Aber trotzdem nenne ich mich Hybrid. Und das ist schade, glaube ich. Ne? Ja, also da ist noch einiges an Potenzial, was wir heben können in den nächsten Jahren. Soll wohl sein, genau.
Was habt ihr denn so für wenn jetzt also aus so einen Ergebnissen heraus, wenn ich jetzt so Tester bin oder Testmanager, womit soll ich mich denn beschäftigen, um das zu heilen, um das besser zu machen? Wo seht ihr denn da den Trend? Jetzt abseits KI. Also das hat sicherlich viele Facetten, um auch nochmal jetzt gerade auf das Berufsbild. Wir stellen uns ja, also wir als German Testing Board, auch immer wieder die Frage, sind eigentlich diese ganzen Zertifikate, wofür ja German Testing Board und ISTQB stehen, noch zeitgemäß? Und jetzt hast du gefragt, Richie, was kann man aus dieser Umfrage herausnehmen? Sie sind noch zeitgemäß. Ja, 1/3 der Manager geben heute auch 2024 immer noch an, dass diese Form von Zertifizierung mandatorisch ist, das heißt alternativlos. Das heißt, wenn du fragst, was lernt man davon? So ein Zertifikat ist auf jeden Fall Karriere fördernd und nicht Karriere hindern. Ne? Das ist der formale Teil. Alles andere, wenn ich die Welt verbessern will und du sagst, da gibt es noch Potenzial, ja, liebe Tester, guckt euch diesen Bericht an und sagt, an der Stelle müssen wir auch als Tester noch ein bisschen missionarisch wirken. Also ich jetzt als jemand, der im ISTQB den Sicherheitstest gerade announced hat, ja, bitte Leute, investiert mehr in das Testen von Sicherheit, weil so ein Fehler, das ist genau, den mache ich einmal und das letzte Mal. Danach ist Schluss. Ja, und trotzdem finde ich in einer solchen Umfrage da kommt so eine Krokodilsträne, sagt, nee, so Sicherheitstest, nee, das ist nicht das Spannendste, ja. Finde ich schade. Ja. Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass sie dann sagen, eigentlich fühlen sie sich gut vorbereitet. Ja, genau. Das fand ich auch nochmal. Also eigentlich fühlen sie sich gut vorbereitet und wenn man dann so ein bisschen ins Detail, dann sieht man, dass da noch große Herausforderungen sind. Was ich, glaube ich, Testenden und Unternehmen auch mitgeben würde, vielleicht muss man über die Zertifikatskurse nochmal neu nachdenken. Dass man versucht, sie gar nicht so im Sinne von, ich mache jetzt 4-Tageskurs und dann lerne ich dieses Vokabular, sondern dass man, das braucht man am Anfang sicherlich, dass man dann aber nochmal sowas wie begleitend, wie setze ich das dann um? Und das vielleicht wie so ein Mentoring oder ich habe noch keine genaue Idee, wie man es macht, aber ich glaube, dass man von diesem, ich kenne jetzt die Vokabeln, eine Idee bekommt, wie ich das dann in meinem Kontext auch umsetzen kann, wo man sich also in Art User Groups zusammenkommen kann, wo man mal ein Problem mitbringen kann, darüber reden kann. Ich glaube, das würde Ihnen vielleicht nochmal helfen, dass Sie diese Verfahren nicht nur als Begriffe vielleicht kennen oder vielleicht auch nicht, sondern dass das nochmal auch besser verinnerlicht wird, dass das trotz aller Automatisierung, und heutzutage sind die Maschinen schneller, wir kriegen das besser in den Griff, die Automatisierung, als noch vor Jahren, es ganz hilfreich ist, etwas über die Qualität des Testens zu sagen. Sehr schön. Jetzt möchte ich diesen Bericht haben. Jetzt habt ihr ihn so oft erwähnt. Wo kriege ich den denn jetzt her? www.softwaretest-umfrage.de. Super. Da gibt es aktuell bereits dieses Management Summary, in dem viel, was wir jetzt hier so ein bisschen gespoilert haben, auch schon drin steht. Spätestens Ende Mai gibt es dort auch die umfangreiche, das werden 50, 60 Seiten sein, die Testbroschüre, wo wir dann also wirklich alle Best-of-Analysen auch präsentieren. Und bezüglich des Technical Reports, Karin, da musst du mir helfen, wann wir den ungefähr haben werden. Ich hoffe Ende des Sommers. Wir sind dabei, die einfachen Auswertungen da jetzt reinzubringen. Und dann müssen wir noch unsere Hypothesen nochmal schauen, in wie tief wir da reingehen können, was die Datenlage überhaupt hergibt an der Stelle. Deswegen glaube ich, dass wir in diesem Jahr deutlich früher sein werden als in den Jahren zuvor. Und ich bin eigentlich, dass wir Ende des Sommers das haben werden. Es gibt so kürzere Berichte, auch in den Software-Technik-Trends. Dort auf dem TAF-Treffen hatten wir einen Vortrag. Es wird morgen einen Vortrag beim German Testing Board geben. Testing Day, German Testing Day. Natürlich, beim German Testing Day geben. Beim German Testing Board hatten wir auch einen Vortrag. Also es gibt schon einige Vorträge. Wenn nichts dazwischen kommt, wird auch noch was im SQ-Magazin so ein bisschen, so ein paar Spoiler geben. Also und auf der Software-Test-Umfrageseite sind schon alle Einzelauswertungen aller
Fragen, wo wir schon praktisch die statistische Auswertung drin haben mit Grafiken. Und über die Seite kann man auch alle Ergebnisse der vorherigen Umfragen bekommen. Super. Das Ganze ohne Registrierung. Wir brauchen keine Datenkrake zu sein. Einfach die Seite www.softwaretest-Umfrage und die Daten sich direkt anschauen. Perfekt. Das ist echt innovativ. Da gibt es ja eigentlich gar keinen Grund mehr, sich nicht damit zu beschäftigen. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Ich werde natürlich auch weiter reinschmökern, weil mich das natürlich auch sehr interessiert, wo wir da stehen und wo es hingeht und was die Ergebnisse sind. Und ja, an dieser Stelle bleibt mir mal nur zu sagen, vielen Dank für diese Mühe und den Aufwand, den ihr da reinsteckt, alle 4 Jahre diese Informationen zu erheben und vor allem auch gut auszuwerten und uns wieder zurückzuspielen in die Community und in die Unternehmen. Das ist total wertvolle Arbeit, finde ich. Und deswegen finde ich auch schön, dass wir diese Folge gemeinsam gemacht haben, also die ersten Highlights daraus gebracht haben. Und ja, bleibt mir zu sagen, danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr hier Rede und Antwort gestanden habt, uns ein bisschen Insights gegeben habt. Und Karin, wir sehen uns ja morgen. Das ist ja schon lange, wenn der Podcast rauskommt, schon lange her. Aber wir sehen uns morgen. Frank, wir hoffentlich auch bald mal wieder. Dankeschön, ja. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Dir auch. Bis bald. Ja auch. Dankeschön. Ciao. Ciao.